Wenn Sie mitten auf diesem Fleckchen Erde gestanden hätten, hätten Sie niemals erraten, dass Sie sich im Zentrum der größten Narbe befinden, die jemals auf der Oberfläche des Planeten hinterlassen wurde. Kein Becken, kein Wall, kein Trichter, nichts, was man intuitiv mit dem Wort Krater assoziiert. Bauernhöfe, Hügel, die gewöhnliche Landschaft der südafrikanischen Provinz, wo die Menschen seit Jahrhunderten Vieh weideten und Feldfrüchte anbauten, ohne jemals darüber nachzudenken, was tief unter ihren Füßen lag. Und doch geschah genau hier vor 2 Milliarden Jahren eine Kollision, die den größten aller wissenschaftlich bestätigten Einschlagskrater der Erde hinterließ. Er wird Vredefort-Krater genannt und diesen Namen sollte man sich merken. Und fast das gesamte 20. Jahrhundert über leugneten führende Geologen offiziell, dass es sich überhaupt um einen Einschlag aus dem Weltall handelte und bestanden auf weitaus langweiligeren und bodenständigeren Erklärungen. Die Struktur wurde lange bemerkt und kartiert, bevor irgendjemand sie mit einem Asteroiden in Verbindung brachte. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemerkten Geologen, die Gesteine in der Nähe der südafrikanischen Stadt Vredefort kartierten, eine ungewöhnliche ringförmige Struktur im Gelände. Hügel, die einen nahezu perfekten Bogen bildeten, und die Gesteine innerhalb dieses Bogens waren auf eine für die Umgebung untypische Weise zerknittert und deformiert. Die Region als Ganzes zog schon lange aus einem ganz anderen Grund die Aufmerksamkeit von Geologen und Bergleuten auf sich. In der Nähe befindet sich Witwatersrand, das größte Goldvorkommen der Menschheitsgeschichte, das einen erheblichen Teil des gesamten geförderten Goldes auf dem Planeten in den letzten 1,5 Jahrhunderten lieferte. Und gerade die intensive geologische Erkundung in Zusammenhang mit dem Goldbergbau führte dazu, dass die Struktur der Region weitaus detaillierter untersucht wurde als die meisten vergleichbar abgelegenen Gebiete der Welt. Interessanterweise bildete sich das Witwatersrand-Goldvorkommen selbst lange vor dem Einschlag, der Vredefort hervorbrachte, gute 700 Millionen Jahre früher. Aber Geologen streiten bis heute darüber, wie stark der Einschlag selbst die weitere Entwicklung und Zugänglichkeit der Goldlagerstätten für die spätere menschliche Erschließung beeinflusste. Eine Hypothese besagt, dass die Stoßwelle und die anschließende Gesteinsdeformation dazu beigetragen haben könnten, einen Teil der goldhaltigen Ablagerungen umzuverteilen und einige Schichten zugänglicher für die spätere Gewinnung zu machen, als sie ohne den Einschlag gewesen wären. Obwohl diese Hypothese Gegenstand fortlaufender geologischer Forschung und kein allgemein anerkannten Fakt ist. Sollte sich diese Hypothese jemals endgültig bestätigen, würde dies bedeuten, dass eines der reichsten Goldvorkommen der Menschheitsgeschichte seine Zugänglichkeit teilweise einer Katastrophe verdankt, die 700 Millionen Jahre stattfand, bevor das Gold überhaupt in diesen Gesteinen entstand. Ein seltenes Beispiel dafür, wie zwei auf den ersten Blick völlig unabhängige geologische Ereignisse auf die unerwartetste Weise miteinander verknüpft sein konnten. Der Name des Ortes selbst gab später der gesamten Struktur ihren Namen, dem Vredefort-Dom, dessen Umrisse jedoch vom Boden aus unmöglich vollständig zu erkennen sind. Der Durchmesser der Struktur ist so groß, dass ihre Kreisform nicht mit bloßem Auge erfasst werden kann, wenn man sich darin befindet. Nur aus der Luft oder anhand von Satellitenbilddaten, die deutlich später erschienen, als die Struktur erstmals von Geologen beschrieben wurde. Die ersten genauen Karten, die die wahre Ausdehnung der gesamten Ringstruktur zeigten, wurden erst mit der Entwicklung der Luftbildfotografie Mitte des 20. Jahrhunderts möglich. Davor konnten sich Forscher nur auf fragmentarische Feldbeobachtungen einzelner Gesteinsaufschlüsse stützen, die über ein riesiges Gebiet verstreut waren, ohne die Gesamtheit sofort sehen zu können. Wenn es Ihnen schon jetzt schwerfällt zu glauben, dass ein Krater dieser Größe unbemerkt bleiben konnte, während man direkt darin stand, geben Sie einen Daumen hoch. Es wird noch interessanter. Die ersten Versionen über den Ursprung dieser Struktur, die bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgestellt wurden, waren weitaus prosaischer als der Einschlag eines Asteroiden.
Geologen vermuteten vulkanische Aktivität oder verbanden die Gesteinsverformung mit tiefgreifenden tektonischen Prozessen, die nichts mit etwas aus dem Weltall zu tun hatten. Der Begriff kryptovulkanische Struktur, also eine Struktur mutmaßlich vulkanischen Ursprungs, aber ohne eindeutige sichtbare Spuren des Vulkans selbst, wurde jahrzehntelang zur Standarderklärung, fast zur einzig möglichen für solche mysteriösen Ringformationen weltweit, einschließlich Vredefort. Der Begriff selbst spiegelt die eher unbehagliche Situation wider, in der sich die Geologie Mitte des 20. Jahrhunderts befand. Forscher erkannten, dass die Struktur ungewöhnlich aussah und eine Erklärung erforderte, bestanden aber auf einem irdischen, nicht kosmischen Ursprung, einfach weil die Alternative zu dieser Zeit als weniger wahrscheinlich und schlechter in das vorherrschende Paradigma passend erschien. Die Idee, dass solche Strukturen einen Einschlag, einen meteoritischen Ursprung haben könnten, wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Geologen lange Zeit äußerst skeptisch betrachtet. Und jeder Versuch einzelner Forscher, diese Version zu verteidigen, stieß oft auf offenen Widerstand von autoritäreren Kollegen, die am damals vorherrschenden irdischen Paradigma zur Erklärung solcher Strukturen festhielten. Der Grund für die Skepsis war durchaus rational. Über einen Großteil des 20. Jahrhunderts hinweg hatten Geologen schlichtweg keine zuverlässige, eindeutige Methode, die Folgen eines kosmischen Einschlags von den Folgen vulkanischer oder tektonischer Aktivität zu unterscheiden. Beide Prozesse können deformierte, zerknitterte Gesteine erzeugen und ohne ein klares diagnostisches Kriterium blieb die Debatte eine Frage der Meinung und nicht des bewiesenen Fakts. Ähnliche Skepsis begleitete in denselben Jahrzehnten auch die Versuche, andere Ringstrukturen weltweit mit Meteoriteneinschlägen in Verbindung zu bringen. Die Idee eines Einschlagursprungs irdischer Krater tat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts generell schwer, sich in der Geologie durchzusetzen. Teilweise aufgrund der allgemeinen Überzeugung, dass die Prozesse, die die Erdoberfläche formen, von Natur aus ausschließlich irdisch sein müssten. Übrigens, falls Sie interessiert, wie ein Einschlagskrater dieses Ausmaßes physikalisch überhaupt aufgebaut ist, schreiben Sie darüber in die Kommentare. Die Mechanik der Entstehung großer Impaktstrukturen verdient eine eigene ausführliche Analyse. Der Wendepunkt kam dank der Weiterentwicklung des Verständnisses des sogenannten Impaktmetamorphismus. Spezifische Veränderungen in der Struktur von Mineralien, die ausschließlich unter extremen Drücken entstehen, die bei keinem bekannten vulkanischen oder tektonischen Prozess auf der Erde erreichbar sind. Das Verständnis der Natur des Impaktmetamorphismus als Phänomen entwickelte sich allmählich mit der Untersuchung bekannter Impaktstrukturen und, was wichtig ist, mit der Analyse von Proben, die im Rahmen von Raumfahrtprogrammen Mitte des 20. Jahrhunderts vom Mond mitgebracht wurden. Der Mond, der von einer Atmosphäre und aktiven Geologie befreit ist, hat weitaus mehr Proben vulkanischen Ursprungs in reiner, leicht zu untersuchender Form bewahrt als die Erde. Und gerade die Mondproben halfen Geologen, die diagnostischen Merkmale irdischer Strukturen wie Vredefort besser zu kalibrieren. Die Mondoberfläche, übersät mit Kratern aller Altersstufen und Größen, ohne jegliche irdische Erosion oder Tektonik, die Spuren der Vergangenheit auslöscht, erwies sich als eine Art natürliche Labor für die Untersuchung des Impaktmetamorphismus in seiner reinsten Form. Wissenschaftler konnten die Mineralstrukturen von Mondproben mit irdischen Funden vergleichen und die Anzeichen eines Einschlags weitaus sicherer von alternativen Erklärungen unterscheiden. Die Ironie ist, dass die Menschheit zu einem anderen Himmelskörper fliegen musste, um die Prozesse, die vor 2 Milliarden Jahren auf ihrem eigenen Planeten stattfanden, besser zu verstehen. Aber genau so funktioniert Wissenschaft oft. Manchmal ist der Schlüssel zur Lösung eines irdischen Rätsels nicht auf der Erde selbst zu finden, sondern dort, wo die Erhaltungsbedingungen deutlich besser sind. Das wichtigste diagnostische Merkmal waren die Bruchkonen.
Charakteristische, wie ineinander verschachtelte Kegel aussehende Risse im Gestein, die sich nur beim Durchgang einer Stoßwelle mit extrem hohem Druck bilden. Und planare Verformungsstrukturen im Inneren von Quarzkristallen. Mikroskopisch parallele Ebenen, die bei Drücken entstehen, die nur ein mit enormer Geschwindigkeit auf die Planetenoberfläche aufschlagendes Himmelskörper erzeugen kann. Solche Strukturen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Man muss einen hauchdünnen Gesteinsschnitt ausschneiden und ihn unter einem Polarisationsmikroskop untersuchen, wo das charakteristische Muster paralleler Ebenen innerhalb einzelner Quarzkörner bei 10- und 100-facher Vergrößerung sichtbar wird. Die Vorbereitung eines solchen Schnitts ist ein aufwendiger Prozess. Das Gestein muss zu einer Platte von Bruchteilen eines Millimeters Dicke gesägt, bis zu einem fast transparenten Zustand poliert und erst dann unter ein Mikroskop mit speziellen Polarisationsfiltern gelegt werden, die optische Eigenschaften von Mineralen sichtbar machen, die im normalen Licht unsichtbar sind. Deshalb dauerte die endgültige Bestätigung des stoßartigen Ursprungs der Struktur Jahrzehnte. Nicht wegen mangelnder Neugier der Forscher, sondern weil die Analysemethode selbst Laborausrüstung und Protokolle erforderte, die sich erst als Standard der geologischen Praxis etablierten. Als solche Merkmale in Gestein von Vredefort entdeckt wurden, war die Frage nach dem Ursprung der Struktur endgültig und unwiderruflich geklärt. Vor den Geologen lag kein Vulkan und kein Ergebnis tektonischer Aktivität, sondern die tatsächliche Spur einer Asteroidenkollision. Und zwar einer weitaus größeren Kollision als alles andere, was bis dahin auf dem Planeten gefunden worden war. Wenn es für Sie eine Überraschung war, dass Geologen jahrzehntelang über den Ursprung einer Struktur dieser Größenordnung stritten, dann geben Sie uns einen Daumen hoch und wir kommen dazu, was genau hier vor 2 Milliarden Jahren geschah. Nach heutigen Schätzungen hatte das Objekt, das in der Nähe des heutigen Vredefort mit der Erde kollidierte, einen Durchmesser von etwa 10 bis 15 Kilometern. Vergleichbar in der Größe mit dem Objekt, das vor 66 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier verursachte, nur dass die Kollision 2 Milliarden Jahre früher stattfand. In einer Ära, in der es noch keine komplexe, mehrzellige Lebensform auf dem Planeten gab. Die Geschwindigkeit eines solchen Objekts zum Zeitpunkt der Kollision konnte laut Berechnungen von Astrophysikern mehrere 10 Kilometer pro Sekunde erreichen. Um ein Vielfaches schneller als die Geschwindigkeit einer Kugel aus der schnellsten heute verfügbaren Waffe der Menschheit. Und um eine Größenordnung schneller als die Geschwindigkeit, mit der moderne Raumfahrzeuge die Erdumlaufbahn verlassen. Bei einer solchen Geschwindigkeit legt ein Objekt mit einem Durchmesser von 10 bis 15 Kilometern den Weg von den oberen Atmosphärenschichten zur Planetenoberfläche in wenigen Sekunden zurück. Zu schnell, als dass die Atmosphäre eine nennenswerte Bremswirkung entfalten könnte, wie sie bei viel kleineren Meteoriten auftritt, die beim Eintritt in die Atmosphäre ganz oder teilweise verglühen. Die Energie einer solchen Kollision überstieg laut Berechnungen von Physikern 1000-fach die kombinierte Leistung des gesamten modernen Atomwaffenarsenals der Menschheit. Und der ursprünglich entstandene Krater konnte nach verschiedenen Schätzungen von 180 bis 300 Kilometern im Durchmesser reichen. Eine Zahl, die je nach Rekonstruktionsmethode variiert, da von der ursprünglichen Kraterwanne heute physisch nichts mehr übrig ist. Zum Vergleich der Größenordnung: Ein solcher Einschlag hätte Energie freigesetzt, die ausreichte, um alles im Umkreis von Dutzenden von Kilometern vom Aufprallpunkt sofort zu verdampfen und ein Erdbeben auszulösen, das offenbar am anderen Ende der Welt spürbar gewesen wäre, wenn es damals Seismographen gegeben hätte, die es hätten aufzeichnen können. Die Stoßwelle von einer solchen Kollision hätte laut Berechnungen die Erde mehr als einmal umrunden und dabei allmählich abklingen müssen, während die Temperatur am Einschlagsort für einen kurzen Moment die Oberfläche der Sonne übersteigen konnte. Ein typisches Bild für Kollisionen dieses Ausmaßes, das rechnerisch auch für andere große Einschlagereignisse in der Geschichte des Planeten ermittelt wurde.
Solche Berechnungen basieren auf physikalischen Modellen, die die Masse und Geschwindigkeit des Impaktors mit der Menge der beim Aufprall freigesetzten kinetischen Energie verknüpfen, welche sich in Wärme, Stoßwellen und den Auswurf von geschmolzenem und verdampftem Material in die Atmosphäre und darüber hinaus umwandelt. Modelle, die vielfach überprüft und kalibriert wurden anhand von Daten jüngerer, besser erhaltener und daher besser messbarer Impaktstrukturen. Vor allem des Chicxulub-Kraters, wo die Erhaltung es erlaubt, theoretische Berechnungen direkt mit realen geologischen Daten zu vergleichen. Das Gestein in unmittelbarer Nähe des Epizentrums wird unter solchen Bedingungen nicht einfach zerstört, sondern geht buchstäblich innerhalb von Sekundenbruchteilen in einen geschmolzenen oder teilweise verdampften Zustand über, bevor der weitaus langsamere Prozess des Abkühlens und Kristallisierens des entstandenen Schmelzflusses beginnt. Genau dieser erstarrte Schmelzfluss, der mit modernen Methoden untersucht wurde, ermöglichte es Geologen später, das Alter des Einschlags anhand der Isotopenzusammensetzung der entstandenen Mineralien präzise zu datieren. Und was denken Sie? Wohin konnte eine Struktur von solch gigantischem Ausmaß in 2 Milliarden Jahren verschwinden? Das liegt an der Erosion. In den vergangenen 2 Milliarden Jahren wurden die obersten Kilometer Gestein, einschließlich praktisch des gesamten ursprünglichen Kraterbeckens, einfach von Wind, Wasser und geologischen Prozessen abgetragen, die unaufhörlich über einen unvorstellbar langen Zeitraum wirkten. Nach Schätzungen von Geologen könnten von der Oberfläche der Region in dieser Zeit 5 bis 10 Kilometer Gesteinsschichten abgetragen worden sein. Eine Tiefe, vergleichbar mit der Strecke, die ein modernes Passagierflugzeug in wenigen Flugminuten zurücklegt, nur dass es hier um eine Gesteinsschicht geht, die Schicht für Schicht über Milliarden von Jahren abgetragen wurde. Um das Ausmaß eines solchen Prozesses anschaulicher darzustellen, das bedeutet, dass das gesamte heute sichtbare Relief der Region, Hügel, Täler, landwirtschaftliche Flächen, nur ein dünner Schnitt einer einst weitaus höheren und voluminöseren Struktur darstellt, deren Großteil längst zu Sedimentgestein an anderen Stellen des Planeten geworden ist, nachdem er über Milliarden von Jahren kontinuierlicher Erosion von Flüssen ins Meer gespült wurde. Was heute an der Oberfläche sichtbar ist, ist nicht der Krater selbst, sondern sein tiefer Wurzelstock. Gestein, das beim Einschlag tief unter der Oberfläche aufgewölbt und deformiert wurde und dann nach Milliarden Jahren allmählicher Erosion der oberen Schichten in Form einer kuppelförmigen Erhebung an der heutigen Erdoberfläche zum Vorschein kam. Es sieht also so aus, als würden wir nicht die Narbe selbst sehen, sondern das, was sich zum Zeitpunkt des Einschlags tief darunter befand. Als ob von der Wunde alle oberen Schichten entfernt worden wären und nur die tiefe Narbe übrig geblieben wäre, die nach einer geologischen Ewigkeit freigelegt wurde. Abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie daran interessiert sind zu erfahren, wie die ältesten Katastrophen des Planeten nach Milliarden Jahren Erosion aussehen. Es warten noch viele ähnliche Geschichten über Strukturen auf Sie, die nicht so aussehen, wie es unsere Intuition erwarten lässt. Das Ausmaß der Verformung, das sich heute an der Oberfläche zeigt, ist beeindruckend, unabhängig davon, was von der Struktur übrig geblieben ist. Gesteine im zentralen Teil des Kraters liegen in einer Reihenfolge vor, die im Grunde umgekehrt ist im Vergleich zur normalen geologischen Schichtung. Ältere, tiefere Schichten wurden über jüngere geschoben, was an sich schon einer der anschaulichsten geologischen Indikatoren für ein kolossales Einschlagereignis ist, das irgendwo auf dem Planeten aufgezeichnet wurde. Unter normalen Bedingungen folgt die geologische Schichtung einer einfachen Regel. Je tiefer eine Schicht liegt, desto älter ist sie und jüngere Gesteine liegen immer darüber. Die Wucht eines Einschlags, der in der Lage ist, die Schichtreihenfolge auf einer Fläche von Hunderten von Kilometern zu verschieben und buchstäblich umzukehren, ist ein äußerst seltenes Phänomen, das nur bei wenigen Strukturen auf dem Planeten aufgezeichnet wurde. Und Vredefort zeigt diesem Effekt anschaulicher als praktisch jede andere bekannte Struktur ähnlichen Ursprungs.
Geologen, die diese umgekehrte Schichtfolge zum ersten Mal detailliert kartierten, hatten lange Zeit erhebliche Schwierigkeiten, das beobachtete Bild im Rahmen normaler, ruhiger tektonischer Modelle zu erklären. Das Ausmaß der Verformung war zu abrupt und lokalisiert, um es durch allmähliche Gebirgsbildungsprozesse, die sich über Millionen von Jahren erstreckten, und nicht durch eine einmalige Katastrophe zu erklären. Das Alter der Struktur ist ein eigener, unabhängiger Grund für ihre wissenschaftliche Bedeutung, abgesehen von ihrem rekordverdächtigen Ausmaß. 2 Milliarden Jahre sind eine so alte Epoche in der Erdgeschichte, dass sie dem Auftreten praktisch allen komplexen Lebens vorausgeht. Einzeller existierten bereits, aber bis zum Auftreten der ersten komplexen, mehrzelligen Lebensformen sollte es noch über 1 Milliarde Jahre dauern. Das genaue Alter der Struktur wurde durch Isotopenanalyse von Mineralien bestimmt, die sich direkt aus dem Einschlag gebildet haben. Geschmolzenes Gestein, das beim Aufprall abkühlte und in seiner Kristallstruktur das genaue Verhältnis radioaktiver Isotope zum Zeitpunkt seiner Entstehung festhielt. Diese Datierungsmethode ist wesentlich genauer als Versuche, das Alter anhand der Erosionsraten oder der relativen Lage von Schichten zu schätzen, und sie hat Vredefort den Status eines Objekts von etwas mehr als 2 Milliarden Jahren Alter mit einer Genauigkeit von einigen 10 Millionen Jahren verliehen. Eine äußerst hohe Genauigkeit für eine Struktur dieses ehrwürdigen Alters. Dies macht Vredefort nicht nur zum größten, sondern auch zu einem der ältesten, zuverlässig bestätigten Einschlagskrater auf dem Planeten. Die meisten Strukturen vergleichbaren Alters sind bis heute in einer für die Untersuchung geeigneten Form einfach nicht erhalten geblieben, da sie durch Erosion, Vulkanismus oder tektonische Prozesse in den vergangenen Milliarden Jahren vollständig zerstört wurden. Es stellt sich eine interessante Frage, die in der Fachliteratur intensiv diskutiert wird. Könnte eine Kollision dieses Ausmaßes globale Prozesse der damaligen Zeit beeinflusst haben? Klima, Zusammensetzung der Atmosphäre, Chemie der Ozeane? Direkte Beweise für eine globale Katastrophe mit dokumentierten Folgen, vergleichbar mit dem Aussterben der Dinosaurier, gibt es für Vredefort nicht. Einfach deshalb, weil vor 2 Milliarden Jahren kein komplexes Leben existierte, das paläontologische Beweise für Massensterben hinterlassen könnte, wie das plötzliche Verschwinden von Arten aus der geologischen Überlieferung, wie es bei späteren Massensterben geschieht. Doch zeitlich betrachtet ist Vredefort faszinierend nah an der Periode bedeutender Veränderungen in der Erdatmosphäre, die etwa in derselben geologischen Epoche stattfanden. Insbesondere an der Periode, die auf das sogenannte große Sauerstoffereignis folgte, als der Gehalt an freiem Sauerstoff in der Atmosphäre des Planeten nach Milliarden von Jahren einer nahezu sauerstofffreien Atmosphäre stetig zu steigen begann. Einige Forscher halten diese Übereinstimmung für weitere Untersuchung würdig, obwohl ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen dem Einschlag und den atmosphärischen Veränderungen bisher nicht nachgewiesen ist und Gegenstand einer offenen wissenschaftlichen Debatte bleibt und kein etablierter Fakt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die geologische Überlieferung von 2 Milliarden Jahren so fragmentarisch erhalten ist, dass es weitaus schwieriger ist, die genaue Synchronität zweier Ereignisse mit der erforderlichen Zuverlässigkeit zu beweisen, als bei weitaus jüngeren und besser dokumentierten Episoden der Erdgeschichte. Sedimentgesteine dieses Alters, die feine Details der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre und der Ozeane festhalten konnten, sind nur an einzelnen verstreuten Stellen des Planeten erhalten geblieben, was die Rekonstruktion einer genauen globalen Chronologie der Ereignisse dieser Epoche zu einer Aufgabe macht, die den Vergleich von Daten aus verschiedenen, oft widersprüchlichen Quellen erfordert. Eine Arbeit, die bis heute andauert, ohne dass die Frage, wie eng der Vredefort-Einschlag und die globalen atmosphärischen Veränderungen dieser Periode miteinander verbunden sind, endgültig geklärt ist. Wenn Sie die Vorstellung fasziniert, dass ein Einschlag dieses Ausmaßes die Zusammensetzung der Atmosphäre eines ganzen Planeten irgendwie beeinflusst haben könnte, dann geben Sie uns einen Daumen hoch.
Die Wissenschaft gibt noch keine endgültige Antwort, aber die Frage selbst ist schon faszinierend. Es lohnt sich, Vredefort mit anderen größten bestätigten Impaktstrukturen des Planeten zu vergleichen, um seinen Platz unter ihnen einzuschätzen. Das Sudbury-Becken in Kanada, der zweitgrößte bestätigte Impaktkrater, der etwa 200 Millionen Jahre später als Vredefort entstand, wird heute auch als reichste Nickellagerstätte geschätzt, die durch den Einschlag selbst entstanden ist. Die beim Aufprall geschmolzenen Gesteine, angereichert mit Metallen aus tieferen Schichten der Erdkruste und möglicherweise teilweise aus dem Impaktor selbst, erstarrten zu Erzlagerstätten, die die Menschheit seit über einem Jahrhundert industriell abbaut und einen erheblichen Teil der weltweiten Nickelproduktion liefert. Bemerkenswert ist, dass über Jahrzehnte des Abbaus in Sudbury die Bergleute und Geologen, die in der Lagerstätte arbeiteten, nicht einmal ahnten, dass die Struktur, in der sie tätig waren, durch einen Einschlag entstanden war. Die Idee, das reichste Erzfeld mit dem Fall eines Asteroiden in Verbindung zu bringen, wurde von der geologischen Gemeinschaft nicht schneller akzeptiert als im Fall von Vredefort. Der Chicxulub-Krater auf der Halbinsel Yucatan, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich ist deutlich jünger. Er ist nur 66 Millionen Jahre alt und daher merklich besser erhalten, da die Erosion 30 Mal weniger Zeit hatte zu wirken. Ein erheblicher Teil seines ursprünglichen Beckens ist immer noch durch Gravitationsanomalien und Geländemerkmale nachvollziehbar, einschließlich des charakteristischen Rings von natürlichen Zenoten auf der Oberfläche der Halbinsel, der den Rand der alten Struktur klar umreißt. Diese Zenoten, Karstsenken, die mit Grundwasser gefüllt sind, bildeten sich gerade entlang der Grenze des alten Kraters aufgrund der Besonderheiten der Grundwasserzirkulation im zerklüfteten Gestein der Randzone der Struktur und ziehen heute Taucher aus aller Welt an, die oft nicht einmal ahnen, dass sie entlang der Grenze eines der bedeutendsten geologischen Ereignisse in der Geschichte des Lebens auf dem Planeten schwimmen. Unterirdische Flüsse und Höhlensysteme, die einzelne Zenoten miteinander verbinden, sind in den letzten Jahrzehnten zum Gegenstand separater wissenschaftlicher Expeditionen geworden, die die Chicxulub-Struktur von innen kartieren. Im Grunde helfen die Höhlentaucher, die sich dessen nicht immer bewusst sind, Geologen, Daten über die Struktur zu sammeln, die auf keine andere Weise zugänglich sind. Vredefort hingegen bleibt trotz der Unvollständigkeit der erhaltenen Struktur mit seinem ursprünglichen Durchmesser der größte unter allen zuverlässig bestätigten Impaktstrukturen des Planeten. Ein Rekord, der gerade deshalb Bestand hat, weil keine andere bekannte Struktur vergleichbaren ursprünglichen Ausmaßes in einer Form erhalten geblieben ist, die eine zuverlässige Untersuchung zulässt. Da von der ursprünglichen Kraterwanne nichts mehr erhalten ist, bleibt die genaue Rekonstruktion des ursprünglichen Durchmessers der Struktur Gegenstand fortlaufender Diskussionen unter Experten. Unterschiedliche Modelle zur Erosion und unterschiedliche Annahmen über die Tiefe des ursprünglichen Kraters ergeben Schätzungen, die sich um mehr als das 1,5-fache unterscheiden, von 180 bis 300 Kilometern. Einige Forscher stützen sich auf Modelle, die die Form der erhaltenen zentralen Erhebung analog zu besser erhaltenen kleineren Kratern extrapolieren, während andere konservativere Schätzungen bevorzugen, die ausschließlich auf direkten geologischen Messungen der erhaltenen Strukturen basieren, ohne weitreichende Extrapolation. Beide Gruppen von Methoden haben ihre Stärken und Schwächen, und keine wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eindeutig als zuverlässiger anerkannt als die andere, was die Debatte über den genauen ursprünglichen Durchmesser des Vredefort-Kraters zu einem der aussagekräftigsten Beispiele dafür macht, wie selbst eine scheinbar grundlegende Frage nach der Größe eines Objekts jahrzehntelang offen bleiben kann, wenn keine physische Möglichkeit besteht, es direkt zu messen. Es scheint, dass es bei dem derzeitigen Erhaltungszustand der Struktur schlicht unmöglich ist, diesen Streit endgültig zu lösen.
Zu viele physische Beweise sind in 2 Milliarden Jahren Erosion unwiederbringlich verloren gegangen, und dies ist ein seltener Fall in der Geologie, in dem weitere Feldstudien kaum in der Lage sein werden, den Unsicherheitsbereich drastisch einzugrenzen, anstatt nur eine Frage des Mangels an Anstrengung oder Finanzierung zu sein. Im Jahr 2005 wurde der Vredefort-Domkessel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen, in erster Linie als geologisches Denkmal von internationaler wissenschaftlicher Bedeutung, dessen Wert nicht durch die übliche touristische Attraktivität bestimmt wird, sondern durch die für das bloße Auge verborgene, tiefe Geschichte des Planeten, die in der Struktur der lokalen Gesteine konserviert ist. Die Kriterien, nach denen die UNESCO solchen Objekten einen Status verleiht, basieren in der Regel auf der Außergewöhnlichkeit und Unersetzlichkeit des Objekts für das Verständnis der Erdgeschichte. Und Vredefort erfüllt dieses Kriterium vollständig, gerade weil es keine besser erhaltenen Strukturen dieses Alters und dieser Größenordnung auf dem Planeten gibt. Ein erheblicher Teil des Territoriums des Domkessels selbst wird heute von landwirtschaftlichen Betrieben und kleinen Siedlungen des Freistaates eingenommen, deren Bewohner jahrzehntelang auf diesem Land lebten und arbeiteten, ohne die geringste Vorstellung von seinem wahren Ursprung zu haben. Das Verständnis des wahren Ausmaßes und der Natur der Struktur erreichte die Wissenschaft deutlich später, als die Menschen begannen, dieses Land zu besiedeln. Die fruchtbaren Böden der Region sind übrigens teilweise mit der Impaktstruktur selbst verbunden. Die mineralische Zusammensetzung der Gesteine, die bei der Kollision aufgeworfen und zerkleinert wurden, bildete im Laufe der Zeit Böden, die sich von denen des restlichen südafrikanischen Plateaus unterscheiden, was den Vredefort-Domkessel lange vor der Vermutung seines kosmischen Ursprungs für die Landwirtschaft attraktiv machte. Das durch den Einschlag zerkleinerte Gestein, reich an verschiedenen Mineralien aus verschiedenen geologischen Schichten, die durch den Einschlag miteinander vermischt wurden, verwittert und verwandelt sich etwas anders in Boden als die homogenen, ungestörten Gesteine der umliegenden Gebiete. Was letztendlich erklärt, warum gerade diese Region seit Jahrhunderten Landwirte anzog, die nichts über die Ursache dieser Fruchtbarkeit wussten. Eine Community-Frage zum Schluss. Wie viele weitere ähnliche alte Impact-Strukturen könnten Ihrer Meinung nach gerade jetzt auf dem Planeten verborgen sein? Getarnt durch Erosion als normale Landschaft, die noch niemand genau untersucht hat. Schreibt eure Versionen in die Kommentare. Wenn man bedenkt, dass Vredefort Jahrzehnte der Debatte brauchte, bevor seine wahre Natur offiziell anerkannt wurde, ist es durchaus möglich, dass sich unter den Füßen der Menschheit noch viele weitere solcher nicht erkannter Narben alter Katastrophen verbergen. Insbesondere in schwer zugänglichen oder geologisch wenig erforschten Regionen des Planeten, wo die geologische Kartierung deutlich später ankam als in industriell erschlossenen Gebieten wie der Umgebung von Witwatersrand. Es gibt in der Geschichte des Vredefort-Kraters etwas besonders Helles und Aufschlussreiches für das Verständnis, wie die geologische Wissenschaft überhaupt funktioniert. Die größte Katastrophe in der Geschichte des Planeten, die die größte bestätigte Narbe auf seiner gesamten Oberfläche hinterlassen hat, erscheint heute wie unscheinbare Hügel, zwischen denen die Menschen Vieh hüten und Ernten anbauen, ohne auch nur zu ahnen, dass sie sich innerhalb der Grenzen eines Ereignisses befinden, das das Aussehen dieses Stücks Erde für 2,5 Milliarden Jahre geprägt hat. Es ist auch bezeichnend, dass die Entwicklung mehrerer benachbarter Wissenschaftsbereiche, von der Untersuchung von Mondgestein bis zur Verbesserung der Mikroskopie, notwendig war, bevor Geologen überhaupt die Werkzeuge erhielten, die erforderlich waren, um eine auf den ersten Blick offensichtliche Sache endgültig zu beweisen. Vor ihnen liegt kein Vulkan, sondern die Spur einer Kollision mit dem Weltraum. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass selbst Strukturen, die buchstäblich an der Oberfläche liegen und jahrzehntelang untersucht werden können, falsch interpretiert bleiben können, bis die Wissenschaft eine geeignete Methode entwickelt hat, um sie richtig zu lesen. Nicht, weil die Beweise verborgen waren, sondern weil die Forscher noch nicht das richtige Werkzeug hatten, um sie korrekt zu erkennen.
Wenn Sie bis hierher geschaut haben, wissen Sie jetzt mehr über den größten Einschlagkrater des Planeten als die überwiegende Mehrheit der Menschen, die jemals durch die südafrikanische Provinz Freistaat gefahren sind, ohne auch nur zu ahnen, wo genau sie sich befinden. Abonnieren Sie den Kanal und geben Sie einen Daumen hoch, wenn Sie mehr Geschichten über katastrophale Ereignisse planetaren Ausmaßes sehen möchten, die Spuren hinterlassen haben, die heute nicht so aussehen, wie die Intuition vermuten lässt.